Guten Morgen zusammen. Willkommen bei Dankecast Deutsch. Ich bin Henry und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Guten Morgen, ich bin Emilia. Heute haben wir ein sehr interessantes Thema für euch. Es geht um etwas, das fast jeder Deutschlerner kennt. Ihr versteht vielleicht schon viel Deutsch, aber wenn jemand euch fragt, dann könnt ihr nicht antworten. Kennt ihr das Problem? Oh ja, das ist so typisch. Ich erinnere mich an meine ersten Monate in Deutschland. Ich habe alles verstanden, was die Leute gesagt haben, aber wenn ich etwas sagen wollte, kam nichts raus. Es war so frustrierend. Genau, und wisst ihr was? Das ist völlig normal. Das passiert jedem, der eine neue Sprache lernt. Heute sprechen wir darüber, warum das so ist und was ihr dagegen tun könnt. Also, Emilia, lass uns mal überlegen. Warum ist das eigentlich so? Warum ist Verstehen so viel einfacher als Sprechen? Gute Frage, Henry. Stell dir vor, du lernst Fahrradfahren. Am Anfang schaust du anderen Leuten zu. Du siehst, wie sie in die Pedale treten, wie sie lenken, wie sie das Gleichgewicht halten. Das ist wie das Verstehen beim Sprachenlernen. Ah, ich verstehe. Aber dann musst du selbst auf das Fahrrad steigen und es probieren. Das ist viel schwieriger, oder? Genau, beim Sprechen musst du nicht nur wissen, welche Wörter richtig sind. Du musst sie auch schnell finden, richtig aussprechen und dabei noch an die Grammatik denken. Das ist viel Arbeit für dein Gehirn. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Wenn du sprichst, hast du keine Zeit zum Nachdenken. Beim Lesen oder Hören kannst du dir Zeit lassen, aber beim Sprechen erwartet die andere Person sofort eine Antwort. Ja, das ist stressig. Aber ich möchte euch eine Frage stellen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Habt ihr auch dieses Problem? Versteht ihr Deutsch gut, aber könnt nicht fließend sprechen? Schreibt es uns in die Kommentare. Das interessiert mich wirklich. Ich wette, fast alle von euch kennen dieses Gefühl. Also, zurück zu unserem Thema. Emilia, was passiert eigentlich in unserem Kopf, wenn wir eine Sprache verstehen? Okay, lass mich das erklären. Wenn du Deutsch hörst oder liest, arbeitet dein Gehirn wie ein Detektiv. Es sucht nach Wörtern, die du kennst. Es achtet auf den Kontext. Vielleicht verstehst du nicht jedes einzelne Wort, aber du verstehst die Hauptidee. Richtig. Und oft hilft uns auch die Körpersprache oder die Situation. Wenn jemand zum Beispiel auf eine Tür zeigt und etwas sagt, dann weißt du wahrscheinlich, dass es um die Tür geht. Genau, aber beim Sprechen hast du all diese Hilfen nicht. Du musst selbst die Wörter produzieren. Du musst sie aus deinem Gedächtnis holen. Und das ist eine ganz andere Fähigkeit. Verstehe. Es ist wie der Unterschied zwischen einem Buch lesen und ein Buch schreiben. Jeder kann ein Buch lesen, aber ein Buch zu schreiben ist viel komplizierter. Sehr gut erklärt, Henry. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt. Beim Verstehen bist du passiv. Du nimmst Informationen auf, aber beim Sprechen bist du aktiv. Du musst etwas erschaffen. Und weißt du, was viele Leute auch vergessen? Beim Sprechen gibt es auch eine emotionale Komponente. Viele Menschen haben Angst, Fehler zu machen. Sie denken, die anderen Leute werden sie auslachen. Oh, das ist so wahr. Diese Angst blockiert uns oft. Wir wissen die Wörter, aber wir trauen uns nicht, sie zu sagen. Kennt ihr das auch, liebe Zuschauer? Habt ihr manchmal Angst, Deutsch zu sprechen? Erzählt uns davon. Ich hatte am Anfang total Angst. Ich erinnere mich an eine Situation im Supermarkt. Die Kassiererin hat mich etwas gefragt und ich habe alles verstanden, aber ich konnte einfach nichts sagen. Ich habe nur mit dem Kopf genickt. Das ist so eine typische Situation. Und weißt du, was das Problem war? Du hattest keine Übung im Sprechen. Dein Gehirn kannte die Wörter, aber dein Mund hatte noch nie diese Wörter gesagt. Genau, es ist wie beim Sport. Du kannst dir 100 Videos über Tennis anschauen, aber wenn du selbst einen Tennisschläger in die Hand nimmst, kannst du nicht gleich gut spielen. Perfektes Beispiel. Dein Gehirn weiß theoretisch, wie es geht. Aber deine Muskeln brauchen Training. Beim Sprechen sind es die Muskeln in deinem Mund, in deiner Zunge, in deinem Gesicht. Das habe ich noch nie so gedacht. Also muss man die deutsche Aussprache physisch trainieren? Ja, absolut. Jede Sprache benutzt andere Laute. Manche Laute gibt es in deiner Muttersprache vielleicht gar nicht. Dein Mund muss lernen, diese neuen Laute zu machen. Okay, jetzt verstehe ich das Problem besser. Aber was können wir dagegen tun? Wie können wir vom Verstehen zum Sprechen kommen? Gute Frage. Der erste Schritt ist ganz einfach. Du musst anfangen zu sprechen. Es gibt keinen Weg drumherum.
Sprechen lernt man nur durch Sprechen. Aber das ist doch genau das Problem. Viele Leute haben niemanden, mit dem sie Deutsch sprechen können, oder sie haben Angst, Fehler zu machen. Ja, das stimmt, aber ich habe gute Nachrichten. Du musst nicht unbedingt mit anderen Leuten sprechen. Du kannst auch alleine üben. Zum Beispiel kannst du mit dir selbst sprechen. Mit mir selbst sprechen, das klingt ein bisschen komisch, oder? Nein, überhaupt nicht. Viele erfolgreiche Sprachenlerner machen das. Du kannst zum Beispiel morgens beschreiben, was du gerade machst. Ich stehe auf. Ich gehe ins Badezimmer. Ich putze meine Zähne. Ah, verstehe. Das ist wie ein Selbstkommentar. Du sprichst über deinen eigenen Tag. Das ist eine super Idee. Genau, und das Schöne daran ist, du bist alleine, also gibt es keinen Druck. Du kannst so viele Fehler machen, wie du willst. Niemand hört dich. Das ist wirklich eine gute Methode. Und ich habe noch eine Idee. Man kann auch laut lesen, oder? Wenn man einen deutschen Text hat, kann man ihn laut vorlesen. Perfekt, das ist auch eine sehr gute Übung. Beim lauten Lesen trainierst du deine Aussprache und deine Sprechgeschwindigkeit und du siehst gleichzeitig, wie die Wörter geschrieben werden. Und es gibt noch eine Sache, die ich immer empfehle. Man kann deutsche Videos oder Podcasts anschauen und dann das Gehörte wiederholen, wie ein Echo. Oh ja, Shadowing nennt man das. Das ist eine fantastische Technik. Du hörst einen Satz und sprichst ihn sofort nach. So lernst du nicht nur die Wörter, sondern auch die Melodie der Sprache. Die Melodie ist so wichtig. Deutsch hat einen ganz bestimmten Rhythmus. Wenn man diesen Rhythmus kennt, klingt man gleich viel natürlicher. Absolut richtig. Und wisst ihr was, liebe Zuschauer? Ihr könnt auch mit unseren Videos üben. Hört uns zu und sprecht dann die Sätze nach. Das ist perfektes Training. Gute Idee, Emilia. Aber jetzt mal eine praktische Frage. Wie oft sollte man üben? Jeden Tag oder reicht einmal pro Woche? Jeden Tag ist am besten, aber es muss nicht lange sein. 10 Minuten pro Tag sind besser als 2 Stunden einmal pro Woche. Regelmäßigkeit ist der Schlüssel. Das macht Sinn. Es ist wie beim Zähneputzen. Du putzt deine Zähne jeden Tag ein bisschen, nicht einmal pro Woche für eine Stunde. Genau, dein Gehirn braucht regelmäßigen Input. Wenn du jeden Tag ein bisschen Deutsch sprichst, wird es zur Gewohnheit. Und Gewohnheiten sind sehr mächtig. Okay, also zusammengefasst. Wir müssen jeden Tag ein bisschen sprechen, auch wenn es nur mit uns selbst ist. Aber gibt es noch andere Tipps? Ja, natürlich. Ein wichtiger Tipp ist, habt keine Angst vor Fehlern. Fehler sind völlig normal. Sogar deutsche Muttersprachler machen manchmal Fehler. Das stimmt. Ich mache auch manchmal Fehler auf Deutsch und Deutsch ist meine Muttersprache. Fehler sind menschlich. Genau. Und wisst ihr was? Die meisten Deutschen freuen sich, wenn jemand versucht, ihre Sprache zu sprechen. Sie korrigieren euch vielleicht, aber das ist gut. So lernt ihr. Das ist ein wichtiger Punkt. Korrekturen sind Hilfe, keine Kritik. Wenn jemand dich korrigiert, bedeutet das, dass er dir helfen will. Richtig. Und hier ist noch ein Tipp. Lernt Phrasen, nicht nur einzelne Wörter. Wenn du ganze Sätze kennst, kannst du schneller sprechen. Zum Beispiel? Zum Beispiel, wie geht es dir? Das ist eine Phrase. Du musst nicht über jedes einzelne Wort nachdenken. Du sagst einfach die ganze Phrase. Andere Beispiele sind, Entschuldigung, wo ist der Bahnhof? Oder kann ich bitte die Speisekarte haben? Verstehe. Wenn du solche Phrasen auswendig kennst, kannst du sie automatisch benutzen. Du musst nicht jedes Mal nachdenken. Genau, und das gibt dir mehr Selbstvertrauen. Selbstvertrauen ist super wichtig beim Sprechen. Je mehr du sprichst, desto selbstbewusster wirst du. Das ist ein guter Punkt. Am Anfang fühlt man sich unsicher, aber nach einer Weile wird es einfacher. Man entspannt sich. Ja, und wenn man entspannt ist, kann man besser sprechen. Stress blockiert das Gehirn, Entspannung öffnet es. Emilia, lass uns mal über eine konkrete Situation sprechen. Stell dir vor, ein Deutschlerner ist im Café. Er versteht alles, was der Kellner sagt. Aber er kann nicht antworten. Was soll er tun? Gute Frage. Zuerst keine Panik, atme tief durch, dann kannst du einfach langsam sprechen. Es ist okay, wenn du Pausen machst. Sag zum Beispiel, ich möchte einen Kaffee bitte. Also Pausen sind erlaubt? Natürlich, jeder macht Pausen beim Sprechen. Das ist völlig normal. Pausen zeigen, dass du nachdenkst. Das ist nichts Schlechtes. Das ist gut zu wissen. Viele Leute denken, sie müssen perfekt und fließend sprechen, aber das ist unrealistisch, besonders am Anfang.
Genau, niemand erwartet Perfektion. Die Leute wollen nur verstehen, was du sagen willst. Und meistens verstehen sie es, auch wenn du Fehler machst. Ich habe noch einen Tipp. Wenn du ein Wort nicht kennst, kannst du es umschreiben. Zum Beispiel, wenn du das Wort Kühlschrank nicht kennst, kannst du sagen, das Ding in der Küche, wo das Essen kalt ist. Perfekt. Das nennt man Paraphrasieren. Es ist eine super wichtige Fähigkeit. Du musst nicht jedes Wort kennen. Du musst kreativ sein. Ja, und die andere Person wird dir dann wahrscheinlich helfen und sagen, ah, du meinst den Kühlschrank. Genau, so lernst du neue Wörter in einem echten Kontext. Das ist viel besser, als aus einem Wörterbuch zu lernen. Okay, ich habe eine Frage an unsere Zuschauer. Was ist für euch die schwierigste Situation auf Deutsch? Im Restaurant? Im Supermarkt? Am Telefon? Schreibt es in die Kommentare. Ja, das interessiert mich auch sehr. Vielleicht können wir in einem zukünftigen Video über diese spezifischen Situationen sprechen. Gute Idee. Also, Emilia, lass uns nochmal zusammenfassen. Warum verstehen wir Deutsch, aber können nicht zurückantworten? Okay, Zusammenfassung. Erstens, verstehen ist passiv, sprechen ist aktiv. Das sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Zweitens, beim Sprechen müssen wir die Wörter schnell finden und produzieren. Das ist schwieriger, als sie nur zu erkennen. Drittens, wir brauchen physisches Training für unsere Sprechmuskeln. Der Mund muss die neuen Laute lernen. Und viertens, oft haben wir Angst vor Fehlern. Diese Angst blockiert uns. Genau, und was können wir dagegen tun? Erstens, jeden Tag ein bisschen üben, auch wenn es nur 10 Minuten sind. Zweitens, mit uns selbst sprechen, laut lesen oder Shadowing machen. Drittens, Phrasen lernen, nicht nur einzelne Wörter. Viertens, keine Angst vor Fehlern haben. Fehler sind Lernmöglichkeiten. Und fünftens, langsam sprechen ist okay, Pausen sind erlaubt. Niemand erwartet Perfektion. Perfekte Zusammenfassung, Henry. Wisst ihr was, liebe Zuschauer? Der wichtigste Tipp ist wirklich, fangt einfach an, wartet nicht auf den perfekten Moment. Der perfekte Moment ist jetzt. Das stimmt. Je länger ihr wartet, desto schwieriger wird es. Jeder Tag, an dem ihr nicht übt, ist ein verlorener Tag. Aber seid nicht zu hart zu euch selbst. Sprachenlernen ist eine Reise, kein Sprint. Es braucht Zeit. Manche Leute lernen schneller, manche langsamer. Das ist okay. Wichtig ist, dass ihr dran bleibt. Konstanz schlägt Intensität. Lieber jeden Tag 10 Minuten als einmal im Monat 5 Stunden. Genau, und feiert eure kleinen Erfolge. Wenn ihr heute einen ganzen Satz auf Deutsch gesagt habt, ist das großartig. Wenn ihr gestern nur ein Wort geschafft habt und heute 2 Wörter, dann ist das Fortschritt. Ich liebe diese positive Einstellung. Zu oft konzentrieren sich Leute auf das, was sie noch nicht können. Aber sie sollten stolz sein auf das, was sie schon gelernt haben. Absolut. Und wisst ihr was? Ihr seid schon jetzt erfolgreich. Warum? Weil ihr dieses Video anschaut. Ihr lernt gerade Deutsch. Ihr macht aktiv etwas für eure Sprachkenntnisse. Das ist wahr. Allein die Tatsache, dass ihr uns zuhört, zeigt, dass ihr motiviert seid. Und Motivation ist der wichtigste Faktor beim Sprachenlernen. Ja, mit Motivation kann man alles schaffen. Ohne Motivation ist selbst die beste Methode nutzlos. Also, liebe Zuschauer, bleibt motiviert. Und denkt daran, jeder Muttersprachler war einmal ein Anfänger. Auch ich musste als Baby Deutsch lernen. Das ist ein schöner Gedanke. Babys haben keine Angst, Fehler zu machen. Sie probieren einfach alles aus. Und nach einer Weile können sie sprechen. Vielleicht sollten wir mehr wie Babys sein. Einfach ausprobieren, ohne nachzudenken, ohne Angst. Genau, natürlich könnt ihr als Erwachsene auch Grammatik lernen und Strategien benutzen. Aber der Geist eines Babys, die Neugierde und die Furchtlosigkeit, das sollten wir uns bewahren. Schön gesagt, Emilia. Bevor wir zum Ende kommen, möchte ich noch über etwas Wichtiges sprechen. Viele Lernende machen einen großen Fehler. Sie konzentrieren sich nur auf perfekte Grammatik. Was denkst du darüber? Oh, das ist ein sehr wichtiges Thema. Grammatik ist natürlich wichtig, aber sie ist nicht alles. Wenn du zu viel über Grammatik nachdenkst, blockierst du dich selbst beim Sprechen. Genau. Ich kenne so viele Leute, die perfekte Grammatikbücher gelesen haben. Sie kennen alle Regeln, aber sie können nicht sprechen, weil sie zu viel analysieren. Das ist das Problem. Beim Sprechen hast du keine Zeit, über den Dativ oder Akkusativ nachzudenken. Du musst einfach sprechen. Die Grammatik kommt später automatisch.
Also sollten Anfänger die Grammatik ignorieren? Nein, nicht komplett ignorieren, aber die Priorität sollte auf Kommunikation liegen. Lieber einen Satz mit kleinen Fehlern sagen, als gar nicht sprechen. Die andere Person wird dich trotzdem verstehen. Das ist ein sehr guter Ratschlag. Und ich habe noch etwas bemerkt. Viele Lernende vergleichen sich mit anderen. Sie sehen jemanden, der besser Deutsch spricht und fühlen sich schlecht. Oh ja, Vergleiche sind gefährlich. Jeder Mensch ist anders. Jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Manche Menschen haben vielleicht mehr Zeit zum Üben oder sie haben einen deutschen Partner oder sie leben in Deutschland. Richtig. Du kannst dich nur mit dir selbst vergleichen. Bist du heute besser als gestern? Das ist die einzige Frage, die zählt. Perfekt gesagt. Und noch etwas. Es ist okay, verschiedene Methoden auszuprobieren. Was für eine Person funktioniert, funktioniert vielleicht nicht für dich. Absolut. Manche Leute lernen gut mit Apps, andere bevorzugen Bücher, wieder andere brauchen einen Lehrer. Es gibt keine perfekte Methode für alle. Genau, also experimentiert, liebe Zuschauer. Probiert verschiedene Dinge aus, findet heraus, was für euch am besten funktioniert und habt Geduld mit euch selbst. Und noch ein letzter Gedanke. Feiert jeden kleinen Erfolg. Habt ihr heute ein neues Wort gelernt? Fantastisch. Habt ihr mit jemandem auf Deutsch gesprochen? Wunderbar. Jeder Schritt zählt. Ja, diese kleinen Erfolge summieren sich. Nach einem Jahr werdet ihr zurückschauen und denken, wow, ich habe so viel gelernt. Aber nur, wenn ihr jeden Tag ein bisschen macht. Okay, ich denke, wir kommen jetzt wirklich zum Ende. Habt ihr noch einen letzten Tipp für unsere Zuschauer? Ja, ich habe noch einen. Sucht euch eine Motivation, die größer ist als nur die Sprache selbst. Warum wollt ihr Deutsch lernen? Vielleicht liebt ihr deutsche Musik oder ihr wollt in Deutschland arbeiten oder ihr habt deutsche Freunde? Das ist ein sehr guter Punkt. Wenn du einen starken Grund hast, dann ist es viel einfacher, dran zu bleiben. Die Sprache ist nur das Werkzeug. Das eigentliche Ziel ist etwas anderes. Genau, und dieses Ziel wird euch durch die schwierigen Zeiten tragen. Denn ja, es wird schwierige Zeiten geben, aber das ist normal. Jeder Lernprozess hat Höhen und Tiefen. Manchmal macht man schnelle Fortschritte, manchmal fühlt es sich an, als würde man stagnieren. Aber solange man nicht aufgibt, kommt man ans Ziel. Wunderschön gesagt, Henry. So, liebe Zuschauer, wir sind jetzt wirklich am Ende. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Ich hoffe, ihr versteht jetzt besser, warum Verstehen und Sprechen zwei verschiedene Dinge sind. Und ich hoffe, ihr habt ein paar praktische Tipps mitgenommen, die ihr sofort benutzen könnt. Denkt daran, fangt heute noch an. Nicht morgen, nicht nächste Woche, heute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal Dankecast Deutsch, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Wir machen jede Woche neue Videos für euch. Und schreibt uns in die Kommentare. Wir wollen wirklich von euch hören. Was sind eure größten Herausforderungen beim Deutschlernen? In welchen Situationen könnt ihr nicht sprechen, obwohl ihr alles versteht? Ja, eure Kommentare sind super wichtig für uns. Sie helfen uns zu verstehen, was ihr braucht und vielleicht machen wir ein Video genau über euer Problem. Genau. Also seid nicht schüchtern. Schreibt uns. Auch auf Deutsch. Es ist egal, ob ihr Fehler macht. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Und wenn ihr euch für andere Videos interessiert, dann schaut euch unsere anderen Videos an. Wir haben Videos über viele verschiedene Themen. Alle sind auf Deutsch und alle sind für Lernende wie euch gemacht. So, jetzt müssen wir uns wirklich verabschieden. Es war mir eine große Freude, heute mit euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Dankecast Deutsch. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Macht weiter so, ihr schafft das. Auf Wiedersehen, bis bald.